Moin moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einem Balkonkraftwerksystem, beziehungsweise mit zwei identischen. Wir haben hier das Indevolt Powerflex 2000 System und ich möchte euch einfach mal ein paar Infos dazu geben, weil ich das System doch ziemlich interessant finde. Der Hersteller ist noch ziemlich neu und ich denke, der ein oder andere von euch, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, interessiert sich natürlich für dieses System. Genau, ganz generell sehen wir hier den Powerflex als Haupteinheit. Also dieser erste Block ist der Powerflex 2000. Wir haben hier unten noch eine entsprechende Erweiterungsbatterie. Dieser Speicher hier oben hat ca. 2 Kilowattstunden, der Erweiterungsakku 1,8 Kilowattstunden. Der Powerflex hat insgesamt 4 unabhängige MPPT-Eingänge. Also wir können hier 4 Solarmodule anschließen, die entsprechend unabhängig voneinander regeln. Er ist super bei Verschattung oder allgemein, wenn die Solarpanels, die ihr anschließen wollt, unterschiedliche Leistung erbringen. Hier sieht man so ein tolles WLAN-Symbol, da verbirgt sich die WLAN-Antenne entsprechend hinter. Ein- und Ausknopf. Und von der anderen Seite sehen wir dann entsprechend, das ist der entsprechende AC-Stecker. Also dieser Stecker hat auf der anderen Seite das Schuko-Ende. Und die Powerflex-Einheit hat auch eine Steckdose. Interessant hier bei der Steckdose und auch übrigens hier oben dieser AC-Stecker, die sind beide bidirektional. Also wir können sowohl ins Netz entladen als auch ins Netz oder aus dem Netz laden. Ja, wir können in beide Richtungen den Stromfluss regeln. Und das gleiche gilt auch hier unten für diese Steckdose. Ja, dieser Stecker, der jetzt hier drin steht, der ist hier von meinem zweiten Powerflex-System. Also man kann mehrere von diesen Powerflex-Systemen oder auch dem SolidFlex zusammenschalten über AC-Kopplung. Ja, das habe ich jetzt in dem Fall gerade gemacht. Man kann hier aber auch zum Beispiel einen Wechselrichter anschließen, von dem alten Balkonkraftwerk, und der Energiefluss wird dann entsprechend auch in der Indevolt-App angezeigt. Genau, also ist schon ziemlich interessant, dass man gleich zwei Anschlüsse hat, die hier bidirektional funktionieren. Wenn man hier in diese Steckdose keinen Strom einspeist, kann man ihn entnehmen, also mit einer Notstromfunktion. Wie bei allen Balkonkraftwerken ist, auch wenn hier der Teil, der mit dem Netz verbunden ist, mit dem Stromnetz, wenn das Netz wegfällt, schaltet dieser hier ab. Und damit man den Strom trotzdem noch verwenden kann, kann man dann Geräte an diese Notfallsteckdose anschließen. Genau, diese AC-Kopplung, die ich gerade angesprochen habe, also die jetzt hier reingeht, die kann man in zwei verschiedenen Modi konfigurieren. Entweder kabelgebunden, also wir haben dann hier den Ausgang von dem einen Powerflex, geht an den Eingang des anderen Powerflex, direkt über Kabel verbunden. Man kann das System aber auch wireless machen, also man kann insgesamt 3 von diesen Einheiten in einem Netzwerk verbinden und die kommunizieren dann übers WLAN, über das Netzwerk miteinander und regeln das dann auf eine feste Leistung, die man einstellt. Genau, generell vielleicht für den einen oder anderen interessant, auch wenn es von der Gesetzeslage eher schwierig ist. Diese Einheiten können weitaus mehr als 800 Watt ins Netz speisen, also auch über den Schuko-Stecker. Man kann das für sich selbst begrenzen. Also ich habe natürlich begrenzt, dass beide Einheiten zusammen maximal 800 Watt ins Netz einspeisen können. Man kann das dann noch mit mehreren Phasen etc. machen, aber will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Möglich ist es auf jeden Fall, das konform zu betreiben. Wenn man andere Anwendungsfälle hat, kann man hier aber noch deutlich über die 800 Watt hinausschießen. Genau. Genau, preislich liegt das System, ja, sage ich mal, auf einer Ebene mit anderen Konkurrenten. Ja, momentan, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier mache bzw. veröffentliche, sind dort die Black Friday Deals, wo sich das auf jeden Fall mal lohnt reinzuschauen. Aber so roundabout kann man so für den Powerflex, glaube ich, irgendwas um die 600 Euro rechnen, was meiner Meinung nach für ein Komplettsystem wirklich okay ist.
Gerade auch, weil es hier, ne, das ist kein billiges Material. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video hört. Das ist ein massiver Aluminiumblock, der übrigens auf der Rückseite auch entsprechende Kühlrippen hat. Also der ist komplett passiv gekühlt. Und man hat keine Lüfter, also ist auch schön leise. Ein nettes Gimmick, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist diese Leiste hier. Gut, wir haben jetzt nicht das allerbeste Wetter heute, deswegen sieht man hier nicht viel. Das zeigt uns mal den aktuellen Ladestand an. Der dürfte jetzt hier ziemlich genau 5% sein. Und das ist hier eine ganze LED-Bar. Wenn es lädt, sieht man einen grünen Balken, der hier so langsam nach oben schnellt. Und wenn man entlädt, dann halt ein grüner Balken, der nach unten geht. Wenn es einfach so blau leuchtet, wie gesagt, ist das der Akkustand. Und dann gibt es noch so einen Modus, wo das gelb leuchtet. Das heißt, dass das Ganze netzunabhängig läuft. Also man hat keine Verbindung zum Stromnetz entsprechend. Genau, wenn ihr noch interessiert seid, ich habe an diesem System ja 4 Panels angeschlossen. Auf der Indevolt-Seite gibt es entsprechende Panels, die man hierzu mitkaufen kann. Und ich habe mich hier für die 4 flexiblen Panels entschieden. Die schauen wir uns auch nochmal fix an. So, hier sind die flexiblen Panels. Ursprünglich hatte ich mal vor, diese anderweitig zu verwenden. Deswegen habe ich hier keine festen genommen, sondern leichte flexible Panels. Ein so ein Panel hat, ich glaube 225 oder 255 Watt. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber so irgendwas um den Dreh. Das liest dann am besten noch mal auf der Website nach. Und die ganzen habe ich hier einfach auf eine Europalette raufgeschraubt. Und hier sind überall solche Ösen. Ja, normalerweise sind im Lieferumfang so Edelstahl-Kabelbinder dabei, damit ihr das an einen Balkonkalender entsprechend hängen könnt. Genau, ich habe das einfach als Ösen für Schrauben genommen und habe dann hier die 4 Panels entsprechend draufgeschraubt. Und tatsächlich bin ich ziemlich positiv überrascht. Also das sind meine allerersten flexiblen Panels und diesen wird ja eigentlich eher nachgesagt, dass die nicht so effektiv sind und man sollte lieber Glaspanels kaufen. Ja, das Einzige, was ich halt habe, ist, vielleicht habt ihr es eben schon gesehen, das ist hier ganz leicht gewellt. Ja, ein klein bisschen sieht man es, weil es in der Sonne etwas heiß wurde tatsächlich. Also ihr solltet diese Panels nicht an eine flache Rückwand machen, sondern lasst da ein bisschen Luft zwischen. Das war so der einzige Unterschied, den ich jetzt von dem Glaspanel gesehen habe, ehrlich gesagt. Und die sind angegeben mit 25% Effektivität. Und tatsächlich sind die in wenig Licht immer noch relativ gut. Also definitiv, wenn ihr den Platz habt für 4 von diesen leichteren, flexiblen Modulen, kann ich euch doch ziemlich empfehlen. Alright, das ist so der kleine Showcase und dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die dazugehörige Indevolt-App an. Bis gleich. So, alles klar. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Indevolt-App an. Ich habe das hier einmal schon entsprechend gestartet. Natürlich alles schon konfiguriert. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal Schritt für Schritt durch. Das hier ist die Home-Ansicht. Wir sehen also hier im oberen Bereich so eine kleine Hausansicht. Wie viel Batterie haben wir noch? Was ist gerade die Last, also der Verbrauch, den wir haben? Wir sehen, dass mein kompletter Verbrauch hier oben aus dem Stromnetz gedeckt wird. Und hier würden wir letztendlich sehen, wie viel Solarpower wir dann hätten, wenn wir dann gerade Sonne hätten. Das Ganze wird ein bisschen durch so ein paar grundsätzliche Statistiken unterstützt. Ja, also wie viel des gesamtverbrauchten Stroms habe ich sozusagen selbst produziert. Da sagt man jetzt 0%, weil das System heute leider so gut wie gar keinen Strom produziert hat. Dementsprechend habe ich so gut wie alles aus dem Netz gezogen. Ich bin deswegen auch 0% autark heute gewesen. Wir sehen, ich habe 640 Wattstunden produziert, aber ja, fast 6 Kilowattstunden verbraucht. Entsprechend sieht man dann hier auch noch, was ich aus dem
Stromnetz gezogen habe, was ich ins Stromnetz exportiert habe, ja, und wie die Batterie geladen und entladen hat. Also so ein paar ganz grundsätzliche Statistiken auf einen Blick. Dieses Bild, was wir hier haben, also das Wetter plus dieses Haus, was wir hier sehen, können wir auch noch entsprechend konfigurieren. Da können wir hier oben auf diese Slider gehen und dann können wir hier auch noch verschiedene Ansichten auswählen. Statt eines Hauses kann man hier auch ein Apartment wählen. Oder wenn man gar nicht so auf Grafiken steht, also so auf dieses Haus oder Apartment, kann man hier auch solche Powerflow-Diagramme nehmen, auch wie man da gerne möchte. Also man kann die App, was das angeht, ja, ziemlich gut anpassen. Man kann auch sagen, welche dieser Felder man hier haben will entsprechend. Ich habe jetzt hier alles angekreuzt. Aber wenn euch zum Beispiel nur interessiert, was man produziert und verbraucht hat zum Beispiel oder wie die Batterie geladen und entladen hat, dann kann man das hier entsprechend einfach anhaken oder abhaken. Okay, gut, dann gucken wir mal. Wenn euch Statistiken interessieren, wird euch der nächste Part sehr freuen. Und zwar Report. Und wir können uns hier die verschiedenen Statistiken für den Tag, Woche, Monat oder für das ganze Jahr anzeigen lassen. Standardmäßig ist das hier oben immer der Tag ausgewählt. Immer das aktuelle Datum logischerweise. Und genau, die erste Kategorie hier ist halt Overview, also ein grober Überblick. Was habe ich produziert, was habe ich verbraucht, wie viel kam davon am Stromnetz, das, was wir also sozusagen auf der Startseite gesehen haben. Und hier können wir uns dann genau anzeigen lassen, zu welcher Uhrzeit welche Daten vorliegen, ja, wie voll der Akku zu welcher Uhrzeit war, was man dann theoretisch gespart hätte und was man an CO2-Impact hat, beziehungsweise wie viel Bäumen das entspricht oder wie viel Kohle. Genau, das Ganze kann man sich dann hier auch noch im Einzelnen ein bisschen genauer angucken. Also wir können uns dann hier nochmal die Auslastung angucken, ja, wie viel Leistung habe ich bezogen über den Tag, dann wie viel Solarleistung hatte ich. Also man sieht dann hier jetzt hier um, sagen wir so 12:20 Uhr rum, haben wir hier so eine kleine Spitze, man muss mit dem Finger da ein bisschen vorsichtig gehen. So, da sehen wir 12:10 Uhr hatte ich mal ein bisschen Sonnenschein, aber ansonsten, naja, sieht man, die Leistung war heute relativ gering. So, und dann können wir uns noch Statistiken zur Batterie angucken. Also hier unten weiter der SOC, State of Charge, also den Batteriestand. Oder auch, was hier aus der Batterie rausgegangen ist, beziehungsweise wie viel die Batterie geladen wurde entsprechend. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Grid-Statistik, also die Stromnetzstatistik. Ihr könnt die App übrigens auch auf Deutsch einstellen, wenn ihr wollt. Ich habe meine Sachen nur grundsätzlich auf Englisch. Genau, dann sehen wir dann, wann wir wie viel wir aus dem Strom gezogen haben. Oder hier unten sieht man eine Spitze nach unten, also auch entsprechend, wie viel wir ins Stromnetz exportiert haben. Auch hier oben haben wir die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Ansichten zu tauschen, zwischen klassisch und erweitert. Die erweiterte Ansicht ist aber meiner Meinung nach irgendwie nicht so schön. Ich finde die klassische Ansicht ein bisschen hübscher, aber das kann dann jeder von euch selbst entscheiden. Okay, das soweit zu den Statistiken. Dann gucken wir uns mal das Smart-Feature an, zumindest ganz oberflächlich. Ihr habt die Möglichkeit, euer Indevolt-System mit einem dynamischen Stromtarif zu koppeln. Ich habe einen statischen Stromtarif, entsprechend kann ich euch das ganze Feature nicht groß zeigen. Ja, grundsätzlich könnt ihr da einfach so ein paar Sachen steuern, wie wann euer Balkonkraftwerk lädt oder entlädt, basierend auf den aktuellen Stromtarifen. Ja, momentan ist das Feature noch in einer Testphase, wie man hier sieht. Da kann man das dann kostenlos nutzen. Und ich nehme mal an, wenn man das so schreibt, wird dieses Feature dann irgendwann aber auch mal kostenpflichtig. So, kommen wir nun eigentlich zur wichtigsten Seite, und zwar die Ansicht unserer Balkonkraftwerke. Wie man sieht, kann man hier auch ein paar mehr Geräte koppeln. Also ich habe jetzt hier 3 Powerflex-Systeme, wovon eins gerade aktiv ist, einen virtuellen Shelly Smart Meter, und wir können dort auch noch ein paar andere Sachen koppeln.
Wenn man hier oben auf das Plus geht, könnte man jetzt hier von verschiedenen Herstellern verschiedene Sachen koppeln. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Echo-Tracker auch zu koppeln als Quelle für den aktuellen Stromverbrauch oder Einspeisung. Dann natürlich den Shelly, so wie ich das gemacht habe. Ihr könnt hier auch einen Mikrowechselrichter koppeln, diverse Sensoren dieser Marke und von Indivolt selber natürlich die ganzen Geräte wie Solidflex, Powerflex, die eigenen Smart Meter, deren Smart Steckdose oder auch dem BK 1600 Balkonkraftwerk. Das Ganze ist relativ einfach, kann man dann per Bluetooth koppeln oder mit einem QR-Code einscannen und entsprechend koppeln. Ja, sollte jeder hinbekommen, ist recht einfach. Genau, wenn ihr das Ganze gekoppelt habt, dann sieht man das hier so wie bei mir in der Übersicht. Wir können uns hier mal das Powerflex-System angucken. Wir haben also oben wieder eine Art Statistik, ne, was wurde heute generiert, was wurde heute ausgegeben, wie ist mein kombinierter Batteriestand. Dann sieht man hier für jeden einzelnen PV-String die Leistung. Ich hatte ja gezeigt, dass ich 4 Module dran habe und dann würde man jetzt sehen, welches einzelne Modul wie viel Leistung produziert. Dann standardmäßig ist dieser Bubble nicht da. Das ist nur, wenn ihr die entsprechende AC-Kopplung aktiviert, die ich euch gezeigt habe. Also wenn ihr 2 von den Powerflex-Systemen zusammenschalten wollt. Hier haben wir entsprechend nochmal die Ansicht der einzelnen Batteriepacks. Das ist hier die Einheit mit der Erweiterungsbatterie. Da sehen wir, dass die eine Einheit 5%, die andere 7% hat. Und kombiniert kommt man dann hier auf 6%. Unten rechts dieser kleine Pfeil hier heißt, dass ich die Daten in Realtime sehe. Also ich bekomme sofortige Updates, die Statistiken ändern sich immer in einem ganz kurzen Zeitintervall. Man kann diesen Blitz auch ausmachen, dann bekommt man die Daten nur in, ich glaube, in 5 Minuten Abständen. Genau. Auch hier kann man dann wieder sich auf die Statistiken klicken. Da klicke ich jetzt aber erstmal nicht weiter rauf. Wir können aber auch natürlich für das Balkonkraftwerk selber noch diverse Einstellungen vornehmen. Hier können wir den Namen ändern. Wir können hier ein paar Einstellungen für Power ändern, also wie viel er maximal AC-Leistung ausgeben darf. Habe ich dann gesetzeskonform 800 Watt genommen. Das Ganze kann man auch theoretisch noch hochregeln. 2400 Watt ist hier die Grenze in der App. Da muss man allerdings sehen, dass man die volle Ausgangsleistung nicht nur mit einer einzelnen Powerflex-Einheit hinbekommt, sondern nur entsprechend mit einem Erweiterungsakku. Genau, dann kann man hier sagen, ne, ob man sozusagen immer auf den Nullpunkt regeln möchte oder ob man sagt, na, man möchte zum Beispiel eher einspeiselastig einspeisen. Dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, na, ich möchte immer 100 Watt mehr einspeisen, als mein aktueller Verbrauch ist. Gut, möchte ich nicht, ich möchte möglichst auf die Null kommen. Genau, und dann kann ich jetzt hier noch sagen, ob meine Batterie auch aus dem Stromnetz aufgeladen werden soll. Habe ich bei mir jetzt deaktiviert. Standardmäßig wird eure Batterie aufgeladen, wenn sie unter 5% fällt, einfach um Tiefenentlagen zu vermeiden, selbst wenn ihr diese Bubble ausgemacht habt. Ansonsten ja, benutzt ihr halt nur Solarenergie. Hier könnt ihr noch einstellen, mit wie viel Watt ihr maximal laden wollt. 400 Watt ist hier bei mir eingestellt. Ihr könnt theoretisch bis 2,4 kW laden. Auch hier ist, glaube ich, die Begrenzung mit dem entsprechenden Akku-Pack. Und dann haben wir noch Load Settings, also woher soll er sozusagen den Wert bekommen, was gerade der aktuelle Hausverbrauch ist. Na, habe ich jetzt hier einen Meter, also ein Smart Meter als Basis. Ihr könnt aber auch die Indivolt Smart Plugs benutzen. Könnt ihr einen Custom Mode einstellen, wo man zum Beispiel auf feste Sachen festlegt. Genau, dann kann man hier noch bestimmte Geräte linken. Ne? Ich habe hier zum Beispiel mein Smart Meter gelinkt. Man kann das Smart Meter nur an einer der 3 Einheiten gleichzeitig linken.
damit alle Einheiten sozusagen auf die Null regeln, kann man aber diese AC-Kopplung machen. Das sehen wir hier, standardmäßig ausgeschaltet. Ich habe es natürlich eingeschaltet, ne? Mit einem anderen Innevolt-System kann man ein Energy Storage System nehmen. Man kann aber auch einen normalen Mikrowechselrichter nehmen und den dort an die Steckdose anstecken. Man kann also sozusagen die 4 MPPTs, die man von dem Innevolt-System hat, noch um die MPPTs erweitern, die letztendlich dieser Mikrowechselrichter hat. Ganz nett zum Erweitern, finde ich. Genau, dann gibt es diesen Cluster-Mode, den ich angesprochen habe. Hier sehen wir links meine Haupteinheit und rechts daneben die Einheit, die in der Garage rechts daneben stand. Da sieht man, die sind hier beide mit einem Kabel verbunden und wir wollen maximal 800 Watt ausgeben. Ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Device hier auch noch hier hinziehen. Also ich kann maximal 3 Geräte im Verbund laufen lassen. Also so würde das dann gehen, funktioniert nur nicht, weil die Einheit jetzt offline ist. Und ich habe die Möglichkeit zwischen Wired und Wireless, also kabelgebunden und ohne Kabel letztendlich, auszuwählen. Ja, kabelgebunden ist das, was wir gesehen haben, so wie ich das momentan betreibe. Kabellos würde einfach heißen, dass man die Stecker in jede beliebige Steckdose innerhalb des Hauses stecken kann. Alle Einheiten müssen dann mit dem WLAN verbunden sein und die kommunizieren im WLAN dann untereinander, um dann halt diese 800 Watt auf 3 Geräte aufzuteilen. Das ist ziemlich cool, kannte ich bisher nicht von anderen Balkonkraftwerken, die ich so hatte. Und ja, ist ein gern genutztes Feature. Okay, dann haben wir hier noch was, das nennt sich Deep Standby. Also, wo man dann sagt, wann dein Balkonkraftwerk sozusagen einen Standby-Modus, einen Low-Power-Modus aktiviert, um einfach nicht zu viel Strom über Nacht zu verlieren, wenn die Einheit nicht genutzt wird. Da kann man entsprechend dann einen Zeitplan festlegen, was bei mir momentan 19 bis 9 Uhr ist. Könnte man jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse auch mal deutlich runtersetzen. Genau, so ist es bei mir momentan konfiguriert. Also zwischen 19 und 9 Uhr, wenn kein Power-Output ist, wohlgemerkt, ne, dann fährt die halt in einen Ruhemodus runter. Genau, das gibt es dann hier noch einmal, wenn man nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, gibt es noch den Sleep Mode. Dann kann man hier noch einstellen, ob man die Beleuchtung, die ich euch gezeigt habe, an- oder aus haben will. Hier kann man WLAN verbinden, Firmware-Updates durchführen. Local API ist noch sehr interessant. Ja, wenn ihr ein Home Assistant-System zum Beispiel zu Hause habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit zwischen HTTP und HTTP Digest auszuwählen. Ja, für HTTP gibt es bei GitHub die ein oder andere Erweiterung, wo ihr dann das System in Home Assistant mit einbinden könnt. Genau, und dann haben wir noch 1, 2 kleine Advanced Settings. Die funktionieren aber nur, wenn ihr euch direkt lokal mit dem Balkonkraftwerk über Bluetooth verbindet. Das sind da so ein paar Sachen wie, ne, ob die Einheit Sachen in die Cloud hochladen soll, so wie ich das bei mir habe, ne, oder ob man nur lokale Kommunikation bevorzugt. Genau. Genau, dann haben wir hier verschiedene Modi, die wir nutzen können. Ja, also einmal Self-Consumption Prioritized. Das ist das, was ich nutze. Also wird quasi anhand des Smart Meters, was man hat, ne, werden die Werte an das Balkonkraftwerk übermittelt. Und das Balkonkraftwerk ist dann bemüht, immer auf die 0 Watt sozusagen am Stromzähler zu kommen. Wenn man das halt etwas fixer haben will, kann man hier auch sagen Charge Discharge Schedule. Also man legt einfach einen Zeitplan fest, wann das Balkonkraftwerk wie viel Leistung auslegt. Genau, oder man sagt Realtime und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt 300 Watt ausgeben. Genau. Ganz unten haben wir noch den Smart Mode. Das ist das, was wir hatten ganz am Anfang. Also man kann hier festlegen, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat. Ja, zum Beispiel, wenn der Stromtarif 20 Cent kostet, dann lade dich voll. Wenn er 50 Cent kostet, dann entlade ins Netz.
Genau, und so ist hier für jeden irgendwie ein bisschen was dabei. Und das soweit zu den Geräten. Wir können hier nochmal beim Smart Meter reingucken. Wie gesagt, ich habe hier einen virtuellen Shelly. Also ihr habt ja die Möglichkeit, den Echo Tracker und den Shelly 3M Pro heißt der, glaube ich, zu koppeln entsprechend. Beides übers Netzwerk. Wenn ihr beides nicht habt oder ihr wollt auch gar kein Smart Meter installieren, dann könnt ihr das Ganze auch über ein virtuelles Smart Meter machen. Und da gibt es eine Software auf GitHub, die nennt sich Unimeter. Und da könnt ihr dann zum Beispiel eine Home Assistant Entität oder ich habe einen Tibber Puls, also einfach so einen Lesekopf, den man auf den Stromzähler rauf macht und der die Daten übermittelt. Und dieser kann dann mit dieser Software halt ein Shelly oder ein Echo Tracker entsprechend simulieren. Wie man sieht, funktioniert super. Ne? Man sieht, ich importe jetzt, also ich nehme aus dem Stromnetz. Und man sieht auch, wie viel. Ja gut, die 3 Phasen sind hier nur künstlich. Also ich verbrauche nicht auf jeder Phase gleich viel Strom. Es ist einfach, um diesen Wert hier entsprechend zu errechnen. Aber ich denke, das ist für viele Leute eine sehr einfache Methode, wie man ohne Elektriker so ein Balkonkraftwerk mit Nulleinspeisung ans Netz bringen kann. Und zu guter Letzt haben wir noch Profil. Ja, also hier können wir uns nochmal direkt mit dem Gerät über Bluetooth verbinden, über den QR-Code. Wir können hier in der App bestimmte Vorschläge machen, uns hier noch die Einheiten auswählen, also ob man Grad oder Celsius oder Fahrenheit nimmt und bestimmte Sachen, auch die Sprache kann man hier natürlich umstellen, Datum, Format etc. pp. Ja, hier kann man nochmal seinen Stromvertrag hinterlegen, hier hast du nochmal die Einstellung fürs Cluster und hier mein Zuhause, kann man noch den Standort hinterlegen, damit die Wetterdaten auf der Startseite entsprechend stimmen. Ja, das wäre es soweit von dem Indavolt PowerFlex. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schaut auch gerne mal in die Beschreibung. Dort habe ich einen Link zu dem PowerFlex hinterlegt und jetzt bei den Black Friday Angeboten, wo ich dieses Video hochlade, ist vielleicht das ein oder andere für euch auch bei. Bis zum nächsten Mal, haut rein.